Was stellt ihr euch vor, wenn ihr an Dal denkt? Rote Linsen ertränkt in Kokosmilch? Dann könnt ihr in diesem Video noch einiges lernen. Hey Leute, willkommen bei Lucky Recipes. Viele Gerichte haben eine Grundformel. Wenn man die einmal versteht, sind der Fantasie keine Grenzen mehr gesetzt und ihr könnt immer wieder neue Variationen aus dem Ärmel schütteln. Und die Grundformel von Dal beginnt natürlich mit der Hülsenfrucht. Hülsenfrüchte gibt es in Hülle und Fülle, aber welche sind die richtigen für Dal? Wir stellen euch kurz die 5 beliebtesten Sorten vor, mit denen in Indien Dal gekocht wird. Den Anfang macht Masoor Dal. Ihr kennt sie wahrscheinlich als braune Linse oder in ihrer geschälten Form als rote Linse. Masoor Dal hat einen leicht süßlichen Geschmack und ist sehr schnell gar, perfekt für schnelle Dals auch unter der Woche. Mit Schale brauchen sie 30 Minuten, ohne Schale sogar nur 10 Minuten. Die ungeschälten braunen Linsen eignen sich hervorragend für deftige Dals. Die geschälten gelben Linsen sind gut für leichte Dals. Sehr beliebt ist auch die Mungbohne. Sie wird im Ganzen als auch halbiert sowie mit und ohne Schale gegessen, es gibt also 4 Varianten. Mit der grünen Schale bringt sie ein leichtes Aroma von Blattgemüse in das Dal. Geschält haben auch sie ein fein süßliches Aroma und eine ähnliche Garzeit wie Masoor Dal, deshalb werden sie auch gerne mit Masoor Dal gemischt. Die letzte kleine Dal-Sorte, die wir euch vorstellen, ist die Urid-Bohne. Auch sie gibt es in 4 Varianten, sie zeichnen sich durch ihre seidige Konsistenz beim Kochen aus. Die ungeschälte Variante kennt ihr vielleicht vom berühmten Dal Makhani. Ihre dunkle Hülle verleiht ihr ein leicht erdiges Aroma. Zu den größeren Varianten gehört zum Beispiel Chana Dal. Das ist eine geschälte und halbierte indische Kichererbse. Sie hat auch einen leicht süßlichen Geschmack, der ein wenig an Mais erinnert. Last but not least haben wir Tur Dal. Wie Chana Dal behält es beim Kochen auch ohne Schale seine Form, hat aber eher einen nussigen Geschmack. Das waren jetzt die beliebtesten indischen Dal-Sorten, aber ihr könnt auch mit europäischen Linsen ohne Probleme Dal kochen. Das war jetzt relativ viel Information, deswegen das Wichtigste nochmal in Kürze. Kleine Dal-Sorten eignen sich hervorragend für schnelles Dal unter der Woche. Die größeren Sorten sind perfekt, wenn ihr ein gehaltvolleres, reichhaltigeres Dal zubereiten wollt. Wenn ihr das Ganze eher sämig mögt, dann nehmt die geschälten Varianten. Für mehr Textur nehmt die Varianten mit Schale. Die bringen auch noch einen guten Eigengeschmack mit ein. Ihr fragt euch vielleicht, warum wir die Kidneybohne oder die Kichererbse nicht erwähnen. Die sind zwar auch sehr beliebt in Indien, aus ihnen wird aber genau genommen kein Dal gekocht, sondern sie werden für richtige Currys verwendet. Darüber können wir gerne mal ein eigenes Video machen. Bis dahin haben wir euch in der Videobeschreibung ein paar Rezepte verlinkt. Diesen bunten Regenbogen an Dal-Sorten findet ihr bei unserem Partner für dieses Video, TRS. Ihr findet sie in jedem indischen, pakistanischen oder bengalischen Lebensmittelgeschäft. Kommen wir zur Zubereitung. Der erste Schritt ist immer das Abwaschen. Ihr wisst ja, Hülsenfrüchte werden trocken gelagert, deswegen werden sie vorher nicht gewaschen, damit sich kein Schimmel bilden kann. Deswegen sollten wir das Waschen übernehmen, um gegebenenfalls Rückstände zu entfernen. Seht ihr, wie sich das Wasser milchig färbt? Das kommt durch die sogenannten Saponine. Die sind bei normalen Verzehrmengen nicht schädlich, schmecken aber seifenartig, deshalb schütten wir das Wasser weg. Tur und Chana Dal sollten mindestens eine Stunde einweichen. Die kleineren Sorten könnt ihr direkt kochen. Bringt euer Dal in einem Topf mit heißem Wasser zum Kochen. Als Faustregel nehmen wir immer die 3-fache Menge Wasser, damit fahrt ihr eigentlich immer richtig. Sobald das Dal gar ist, könnt ihr es immer noch nach Belieben verdünnen. Ihr werdet sehen, dass sich ein Schaum bildet. Wenn ihr Hülsenfrüchte nicht so gut vertragt, solltet ihr ihn abschöpfen. So wird das Dal bekömmlicher. Wir unterscheiden unser Dal ganz grob in 2 Kategorien. Zum einen unser Alltagsdal, das ist eher leicht gewürzt, das essen wir gerne unter der Woche, und dann reichhaltig gewürztes Dal fürs Wochenende. Unser Alltagsdal kochen wir vor allem mit den kleinen Dalsorten. Sobald ihr den Schaum abgeschöpft habt, salzt ihr das Dal und gebt eine Prise Kurkuma dazu. Dann lasst es gar kochen. Die jeweiligen Garzeiten für jede Dalsorte stehen auch in der Videobeschreibung. Wir verfeinern unser Dal immer gerne mit einem Gewürzöl, der sogenannten Tadka. Je nachdem, was ihr für Öl und Gewürze miteinander kombiniert, könnt ihr ganz unterschiedliche Geschmacksprofile kreieren. In Südindien ist zum Beispiel die Kombination aus Kokosöl, schwarzer Senfsaat, Curryblättern und grüner Chili sehr beliebt. Bei uns in Ostindien isst man gerne Senföl in Kombination mit Bajpurun, und in Nordindien kombiniert man zum Beispiel Ghee mit roter getrockneter Chili, mit Knoblauch und mit Kreuzkümmel. Gebt die Tadka heiß über das Dal, rührt es ganz leicht ein und schon ist euer Alltagsdal fertig.
Für besonders herzhaftes Dal machen wir uns eine Masala Base. In diese Gewürzgrundlage kommt zunächst eure Auswahl an ganzen Gewürzen, die wir kurz blumen lassen. Je nach Belieben könnt ihr außerdem Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer sowie Tomaten hinzugeben. Dann folgen Pulvergewürze eurer Wahl. Gebt nun das gekochte Dal zur Base und mischt es gut unter. Anders als bei der Tadka wollen wir, dass bei unseren kräftigen Dals die Aromen miteinander verschmelzen. Je nach Belieben könnt ihr das Dal noch zusätzlich mit einer Tadka krönen für einen extra Kick Spice. Dal lässt sich hervorragend mit Gemüse kombinieren. Sehr gut schmeckt zum Beispiel mit Spinat, mit Spitzkohl oder sogar mit Rhabarber. Nehmt einfach, was gerade Saison hat. Wichtig ist, dass ihr die Garzeit beachtet. Je nachdem, wie die Garzeit von eurem Gemüse ist, könnt ihr es entweder mit dem Dal kochen oder ihr bratet es zusammen mit eurer Masala Base an. Ein beliebtes Speedhack, um Dal schnell und effizient zu kochen, ist der Schnellkochtopf. Darin kann man alle Schritte in einem Topf machen und muss das Dal nicht separat vorkochen. Dal wird immer mit einem Getreide wie Reis oder Brot gegessen. So erhält man in einer Mahlzeit alle essentiellen Aminosäuren. Außerdem ist Dal traditionell Teil eines Thallis und wird zusammen mit anderen Gerichten serviert. Auch hier könnt ihr nach Herzenslust kombinieren und variieren. Ihr seht, wie wahnsinnig vielfältig Dal ist und wie viele Kombinationsmöglichkeiten ihr habt. Wenn ihr noch ein bisschen mehr Inspiration braucht, haben wir euch unsere besten Dal-Rezepte in einer Playlist verlinkt. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Video. Tschüss!